damit hallo und herzlich willkommen zum Autopsy Simulator auf YouTube. Ein neues Gespielt ist, was jetzt praktisch außerhalb der Stadt Crime Scene Clean ist und man sieht schon sehr intuitiv. Ja, ich würde sagen, ich schau mal kurz da okay. Nichts Wichtiges. So, und ich spring eine ins Spiel. Jetzt. Ich habe keinen Plan, um was es geht. Der Prolog. Office of the Medical Examiner, Beatsville. Dr. Jack Hanman is speaking. How can I help you? Good evening, this is Kate Brooks. I'm not sure if you remember me. A few weeks ago, we talked about an article I'm working on. It's about your wife. I dropped by last Friday to speak to you, but you weren't working at the time. I asked the security guard to pass on a note for me. I would like us to discuss the topic of... I thought I had made it painfully obvious for the last time. No! Please don't call me again and stop inquiring about my wife. Damn journalists. They don't let me work. God damn it. I'm not in the best frame of mind to record a lecture for my students now. I'm feeling completely broken. Where did I leave my meds this time? Okay. Hi Steini, Grüße. Du hast noch nichts verpasst. Also ich habe gerade erst ins Spiel umgeschaltet. Not very comfortable, but suitable for night shifts. Kann ich mich hinlegen? Das Einzige, was gerade noch passiert ist, eine Journalistin hat uns angerufen und hat anscheinend wollte mit uns über unsere Frau reden und okay. Erstmal Fenster zugemacht. Kann ich das wieder aufmachen? Ah, nein. Okay. Und er hat sehr ungehalten reagiert darauf. Warum auch immer. Ist da irgendwas? Wie schaut denn ich aus? Habe ich einen Socker? Ah, das wird die Schützen sein. Okay. Flachmal, sehr wichtig. Kann ich irgendwie crouchen? C? Vielleicht? No. Okay. Ein Haufen Akten. Stat kann ich nicht angreifen. Kann ich das auf R kann ich lesen? Okay. Hallo, hier ist Kate Brooks, eine Reporterin der New Orleans Weekly. Ich konnte sie zu Hause nicht antreffen. Langsam habe ich den Verdacht, dass sie mir aus dem Weg gehen. Ja, ist also. Mr. Hanman. Wie dem auch sei, wenn Sie wissen, wie Sie wissen, würden wir gerne einen Artikel über die Leistung Ihrer Frau schreiben. Wir würden uns freuen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Zusammen mit dieser Notiz hinterlasse ich auch meine Visitenkarte. Ich werde Sie heute Abend anrufen. Ich hoffe, Sie sind zu Hause oder im Büro anzutreffen. Mit freundlichen Grüßen, Miss Brooks. Kay Brooks. Aha. Okay. They definitely pay me too little for this. Hallo Grisi, Grüße. Stephen didn't clean up after himself again. Okay. Nein, weiß man noch gar nichts. Also ich bin... Awful. It would be good to finally repair the coffee machine. Also man weiß bis jetzt noch rein gar nichts. Also bis jetzt haben wir keinerlei Anhaltspunkte auf irgendwas. For the next few months. Wednesday. It's not my favorite day, although it's certainly better than Monday. Da hat er recht. I guess it was in another life. Okay. Ja, dabei geht's noch gut. Bis jetzt ist er noch kein Horror da gewesen. Also. Wow, da wird schrecklich dunkel da drinnen. Das finde ich nicht gut. Okay, da haben wir... Aha. Analysis of Animal Traces in Forensic. Bis jetzt, da ist noch irgendwas mit... Habe ich eine Flaschenlampe? Nein. Keine Taschenlampe. Da kann ich auch nichts aufmachen. Ein Haufen Aktenschränke. Kann ich alles nicht... Ich kann es bekrabbeln. Akten. Sehr interessant. Archives. Just as lifeless as the corpses they concern.
Wow. Er ist auf jeden Fall sehr lebensbejahend. Das muss man schon mal sagen. Another kidnapping this month. Aha. Mehr sagst du mir dazu nicht? Hübsche Vase, ein Haufen. Oh, die Fleur de Sel. Gut. Jo. I work with corpses, but I don't have to smell like one. Aha. Und anscheinend muss er seine Tabletten jetzt mal nehmen. Oh, Monkey. Aha. Aha. Was ist das? Weg. How to break out of this vicious circle. Okay. Also bis jetzt nur. Ich meine, die Musik ist schon gut dröhnend. Das passt. Was ist denn das für ein Saustall? Da kommen wir, also, ich wünschte, ich könnte zusammenräumen. Der Crime Scene, das sind meine Tabletten. Spielgläschen, Toothbrush. Normale Brush. Na, okay. Okay, time to pull myself together Jo, gleich zwei. and get back to work. I've already taken my pills, not looking to overdose. Richtig lecker. Wow. Wow. Ich komm da nicht rein. Das ist ein sehr komisches Klo. Kann ich das Licht einschalten? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Steht da hinten. Out of order. Okay. Richtig schäbig. Na, das ist von einem anderen Macher. Das ist Team 7. War das, glaube ich? I need to set the camera first. Okay. Nein, ist nicht derselbe Macher wie von Crime Scene Cleaner. Aber bis jetzt gefällt mir der Artstyle recht gut. But the word is, the lab will be open tomorrow. Okay. Kann ich rennen? Kann ich auch nicht. Ich kann weder laufen, nur ducken. Ein bisschen heller. Okay. Gamma. Ich tue es mir auf 70. Ist besser. Besser so? Mit 70 Gamma? Weil dann würde ich es so lassen. Weil nur heller will ich es eigentlich fast nicht machen. This place is starting to look like a hoarder's dream, rather than a storage room. Okay. Ja gut, da habe ich aber auch nichts gesehen, gell? Also bei dem Out of Order habe ich auch nichts gesehen. Besser? Out of Order. Kurz auf den Chat warten. Da muss man jetzt Antwort stehen. Ob man das so lassen kann. Okay, sehr gut. Let's hope I'm not caught short this evening. Was? Let's hope I'm not caught short this evening. Ja, wir brauchen also die Kamera. Da wird ausgemeint. I don't see any need to mess with the electrics. They are flaky enough as it is. Okay. Na, passt dann. Gut, dass du es gesagt hast. Dann ist jetzt zumindest so weit gut, dass die Zuschauer ein bisschen was sehen können. Now remember, Jack, don't forget,
hit the record button this time. Wäre vorteilhaft. Sezierraum. Das wird wahrscheinlich der da sein. Bin ich relativ safe. Hopefully the new tripod is going to hold up. Ich möchte vorwarnen, das Spiel kann ein bisschen grauslich werden. Also kurzer Disclaimer, das Spiel ist, es geht darum, Leichen aufzuschneiden. Also, wer Probleme damit hat, bitte nicht weiterschauen. Ja? Weil da liegt ja schon einer. Sehr gut, zumindest wird das gleich zensiert. Maßen. Ich sag das nicht nur für die, Steini. Now, I just have to get everything in frame. This should be fine. November 20th, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. This autopsy is conducted by Jack Hanman. Hello, everyone. Welcome to the autopsy room. Today, you will have the dubious pleasure of following a full autopsy, step by step. For those of you who have already performed your first autopsy, this will refresh your basic knowledge. In turn, for those whose knowledge is only theoretical, I advise not to watch this after a meal. Gut, dass er es da auch nochmal dazu sagt. Also, alle Zuschauer, ihr wisst es, Jack hat es uns gerade bestätigt. Nicht zuerst, also nicht nach dem Essen das schauen. So. Wir werfen einen Blick auf die Tafel. Toby Chambers ist unser Opfer. Glaube. Welche Tafel ist gemacht? Die Tafel ist gemacht, die was so hell leuchtet. Okay. Let's start. Always wear an apron, mask, and gloves. Goggles are a must when the job is splashy. And in case of sharp accidents, it's worth having disinfectants at hand. It's true that you won't get ptomaine poisoning straight away, but if your liver or kidney aren't doing well, you may end up with diarrhea. Okay. The cadaver is placed on its back on the autopsy table. The pathologist stands on the right of the deceased. Make sure that all the necessary tools are always at hand so that you don't have to run around looking for something, like I do all the time. In the process of revealing and securing forensic evidence, it is difficult not to interfere with the original condition of the deceased. Written and photographic documentation plays a vital role throughout the entire examination process. During your research, be patient, inquisitive, but above all, attentive to detail. Many entries are visible at first glance, but sometimes they can be cover for more interesting stories. And lastly, remember that nothing teaches you self-narration like working with the dead. So get used to that fact soon. Everyone will think you're talking to yourself. Now, onto the police folder. That will contain all sorts of pertinent information as to who the deceased might be and what potentially happened to them. So, let's take a closer look, shall we? Also, okay. Also Selbstgespräche sind in Ordnung. Was ist das? No. Ich schätze mir, dass das unsere Frau war. I wasn't sure it would amount to anything, but the World Wide Web has been a blessing for speeding up my work. Donuts. Wichtig. Kann ich da? Na, kann ich. Poor soul. I get cases like this more than any other. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, dass nur relativ ruhig anfängt und jetzt dabei noch nichts Horroriges kommt. But trusted centrifuge. Ideal for Ist ja mehr die Einführung jetzt. Schauen wir mal. Autopsy. A considerable collection. Okay, wo ist die Polizeiakte von dem Dude? Da können wir auswägen. Schön. Da liegt die Akte. Okay. The deceased's name is Tobias Chambers, locally known as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple of years. The deceased was found on the outskirts of a parking lot at a gas station. Da ist nur was anderes auch. And persistently offered drivers to wash their car Scheinbar. windows. Also
der Horroraspekt Allah ist nicht nur die Autopsie scheinbar, sondern andere Sachen. Wie gesagt, ich weiß es selbst nicht. Also es ist... The body was noticed by a station employee during the morning shift. Initially, he thought that someone had thrown some boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize the pile of clothes as the body of a man. Okay. He worked most of his life at the local port dealing with unloaded cargo. He was fired for being drunk and starting fights. His son runs a hardware store on his own. His wife left him years ago. They both had no contact with the deceased. Signs of libation were found around the body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. That's it. It's worth remembering the context around the scene of a death. This allows you to better interpret any traces found on the body. I shouldn't start the procedure without gloves. Handschuhe. Handschuhe. Natürlich. Now it's our turn to take some pictures for our files. If I can just remember where I left the camera. Aha, there you are. I knew it was here somewhere. War ja klar, dass die da in dem geheirateten Kastel As ist. I mentioned at the beginning, before we begin the internal examination, we need to document the cadaver and the condition it arrived in. We begin with a full body photo. Try and stick to the top-down rule, but this is not always possible. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Aha, okay. Voila, now we move on to the next step, looking for traces. Take your time. Look at the corpse from different sides, from different angles, up close, and from a distance. You're looking for anything out of the ordinary. Out of the ordinary. Das da schaut doch sehr ungewöhnlich aus, ne? Ne, der viel. The boiler-healed wound. Looks old. I'll take a closer look later. Ist aber auch nicht gut genannt worden, ne? Also, Tobi, wer immer das gemacht hat, war kein Profi. Das schaut auch. Entweder ist es Verwesung. Some wounds in the feet and signs of frostbite. Probably because the subject's shoes were too small. Gut zu wissen. Er hatte kleine Schuhe an. Fingernägel. Wahrscheinlich Hardened Krotzwunden. hands, worn out by physical work and frostbite. Okay. Erfrierungen auf den Fingern. Na, Tobi. Oh. Ja, das könnte natürlich vielleicht schlecht sein, dass er gefunden hat. Something interesting. It will be necessary to check whether this injury was severe enough to cause damage to the brain. In a moment, we will check which of our initial observations will be worthy of further consideration. But before we get to that, I need to write down some basic data. Head. Feed. Stomach. Ja, das Generalfoto und die Hand. Okay. Führe die Obduktion durch. Ja, dann. Scalpel, scissors, syringe, magnifying glass, knife. I guess I forgot to clean the knife. Wo? Ich soll eine Obduktion durchführen und da ist kein Messer. Warum ist da kein Messer? Was bist du für Obduktion? Führe die Obduktion durch. Personal Wow, information. wow. The deceased was unclothed. Date. Okay. As you can see, I note everything down on previously prepared sieht keiner. forms. Every pathologist must keep a detailed record of every step of the autopsy. This not only allows you to track the procedure, but also collates the results together, upon which you may back up your conclusions. So, enough of the boring prep. Let's begin by taking a closer look at the spots I photographed earlier. For this, you're going to need a magnifying glass. Werkzeuge, Tab. Die Lupe. Which spot first? Ja, nimm den Kopf, ne? I can confirm the presence of ecchymosis on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. Add alcohol, which I can clearly smell, and this was an accident just waiting to happen.
Aha. Ich hoffe, ihr habt das auch alle gesehen, ich frage das nachher an. Ne? Also, It looks like a burn mark. No doubt painful. But it's not wo ist das ein perfect for this case. Brandwunden? Also für mich ist das eher Schnittwunden, die was schlecht genäht worden ist. Oder gar nicht genäht worden ist. Here we can see frostbite on the fingertips. We can tell by the characteristic skin color. Also schwarz. Okay, und seine Fussi. Definitely a painful mix of frostbite, Wow. abrasions, and blisters. Old Wow. Toby had been wearing shoes too small for him for a very long time. Wow, Plus, ist das if ein he wore grauslicher any at Haxen. all. Ui. So far, Weg damit. there are a lot of superficial wounds, but only one serious injury to the head. Let's go back to our notes. Okay. Klemmbrett ist auf Shift. First, I mark the location of the injuries and make notes for each one. So, the head wound. Definitely an important clue. This is something we'll investigate first. Dann die Hand. Not in frost season yet, but high humidity, wind, and the inability to warm up can also be causes of frostbite. Even though this type of wound didn't contribute to the deceased's death, we're still required to record it. Aber die Musik ist gescheit dröhnen für das, dass ich eigentlich nur Autopsie mache. If Toby's body was cold for a prolonged period, the frostbite could have resulted from the body's defense reaction. The safety of the internal organs is more important than fingers, nose, or ears. As you can see, we don't have much to go on. Let's write down what preliminary causes of death we can think of. Naja, Various types of accidents are a common cause of death among the homeless and the elderly. Sturz, ne? Perhaps old Toby slipped and accidentally hit his head. Oder es hat ihm wer auf den Kopf gehauen. Considering the conditions in which he slept, his body may have become hypothermic. The nights have been particularly nasty lately. We will check if there are any signs of freezing internally. This is of no interest to us. Yep. Since the deceased clearly smelled of alcohol, I'll add alcohol poisoning to our list. Ja, okay. We still have one thing left from the basics. Rigor mortis. Hä? Well, we take our deceased by the hand. Gradually we raise it. Ja, wie? Ihhh. Now let it go. As you can see, the hand falls loose. What's the conclusion? Death must have occurred more than 72 hours ago. The police information appears correct. Okay. Okay. Head trauma seems the most promising, so we'll start there. For this, I need an oscillating saw. So. Säge. The cut is made from ear to ear. Ups. Ja. Wie mache ich das? Ah, okay. So wie. Schauen wir mal, wie es in deinem Kopf ausgeschaut hat. After which, we remove the skin and the top of the skull. Darf ich das jetzt auch so nehmen? After the basic Okay. examination, we can see that the brain's cerebral gyri in Wubbel, both wubbel, wubbel. hemispheres are symmetric. The brain Das was good. wabbelt. Let's take a cross section. Das wubbelt. Some pathologists prefer to examine organs without removing them. However, for me, it's much more convenient to examine them on a board, which we'll do now. Holding a long, narrow blade knife in the dominant hand, we slowly cut the cranial nerves on both sides, all the time pulling the brain towards us. Ah. Okay. Dafür ist meine Mausbrille nicht gut genug. So far, so good. The hematoma seems to have had no effect on the brain. Darf ich das jetzt abwägen? Anscheinend nicht. Okay.
Na gut, also es war anscheinend nicht die Kopfwunde. Gut. We can rule the fatal accident out as well. Mhm. Okay, mit deutlichen Furchen. Also das war's einmal nicht. Brain is in good condition, so we have no choice but to proceed to the internal examination of the other organs. Ja, habe ich eh gewusst, dass das nicht das war. I grab a scalpel from my kit. Skalpell. The incision should be in the shape of a letter Y. We use a deep cut to reach all the way to the ribs and to penetrate the abdominal wall. So. Und dann so nach unten. No. Alright. So. Now we peel back and separate the skin. So. So. Hallo? Ich hab die Hauptlappen. Na, nur weiter auf kann ich aber nicht mehr. Mit einer freien Hand die Hautlappen zurück. Now, we need to remove the ribs. We'll need the loppers for this. So. Quite a satisfying crunch, for some anyway. After removing the cartilage tissue, we instantly notice two things. Die Lunge? Firstly, there is no congestion of the internal organs. Oh, okay. This means that although the deceased was hypothermic, it didn't kill him. Secondly, the deceased smoked like a chimney. So, we should take a closer look at those lungs. We can see widespread black and tarry deposits caused. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Alice smoked too. It didn't kill her, but... what was I talking about? Lungs. Yes. Advanced inflammation. Okay. Aber Lunge, ja. Ach so, muss ja auch. Mhm. Sichtbare entzündliche Veränderungen und übermäßige Aufblähungen des Lungengewebes, verursacht durch Rauchen von Zigaretten. Lunge mit fortgeschrittener Entzündung. Steht nicht im Zusammenhang mit dem Tod des Verstorbenen. Bla bla bla. What now? Same here. The syringe. Now's a good time to collect some samples. Ja genau, jetzt müssen wir... Moment. Aha. Scheinbar hat meine Mutter gerade eine SMS gekriegt, dass mein Handy kaputt ist. Und ich eine neue Nummer habe. Ja, okay. Spritze, ne? Spritze. Specifically 3. From the eye, the heart, and the bladder. I'm interested to see the concentration of the bladder. Zuerst die Blätter. Drawn about 10 milliliters of fluid. So. Dann einmal Herz. 5 milliliters from the left ventricle should do it. So, haben wir auch. Und vom Auge. Vitreous humor analysis is very useful in indicating long-term alcohol abuse. Now we take our samples to the centrifuge. But before I do that, I need to find my notebook. My dyscalculia means that I always double-check the settings. Please excuse me while I run and fetch it. Oh, okay. Ich muss schnell ins Büro zurück und merke Temperaturen. Das war der Raum, ne? Ah, da, schau. This whole thing is covered in stains. I should check this out under the microscope sometime. So.